Mich nicht, wieso das so ist, Ronny. Ich hab die Items nicht benannt, Sir. Aber ich kann ja nicht jedes Mal, wenn ich von Anku-Waffen rede, kann ich ja nicht jedes Mal 10 verschiedene Itemnamen aufzählen. Natürlich sage ich dann Anku-Waffen und nicht Harbinger, Butcher's Carnage, Dragon's Reign, Scepter of whatever the fuck, I don't give a fuck. Sir, das sind halt die Anku-Waffen. Warum man die so bescheuert benannt hat, keine Ahnung. Auf Deutsch war es Behemoth. Auf Deutsch war das so viel besser. Da sieht man, dass die Deutschen viel logischer denken. Auf Englisch gibst du jeder Scheißwaffe einen eigenen Namen. Das heißt, wenn du auch bei Search Shop eingibst, Anku, kommt gar nichts, weil es gibt ja keine Anku-Waffe. Nee, du musst nach jeder Waffe einzeln suchen oder du musst da deine Suchfilter so einstellen, dass nur noch Anku-Waffen kommen können. Aber du kannst nicht allgemein mit einem Wort oder sogar mit 3 Buchstaben kannst du nicht nach ihnen suchen. Wenn sie aber Behemoth-Waffen heißen würden, dann könntest du eingeben Behemoth und gut, okay, es gibt noch das Pet Behemoth zugegebenermaßen, aber grundsätzlich könntest du es dann filtern. Viel besser. Und das gleiche bei Lusaka's Crystal und so. Wobei bei Lusaka's Crystal ist es auf Englisch auch so. Wann haben sie damit angefangen? Bei Herneswaffen ist es schon nicht mehr so. Bei Herneswaffen ist es ja auch schon so. Nemos Fury und Dingenskirchen. Ich weiß nicht mal, wie die alle heißen auswendig. Leviathan. Auf Deutsch ist das so viel besser und so viel logischer. Vor allem verstehe ich es eh nicht, weil es hat ja angefangen, Historic-Waffen heißen alle Historic, Angel-Waffen heißen alle Angel, Legendary Golden heißen alle Legendary Golden. Ich verstehe nicht, warum man irgendwann einfach angefangen hat, den ganzen Kackwaffen eigene Namen zu geben. Das ist schon ziemlich stupid. Keine Ahnung, wer auf den Firlefanz gekommen ist. Wurde auf Deutsch glücklicherweise auch nicht übernommen. In Flive PC. Aber da wir jetzt ja Flive Universe spielen und das Spiel grundsätzlich eher sich an der englischen Version orientiert, logischerweise, bekommen wir jetzt ja diesen ganzen englischen Firlefanz auch mit reingedrückt. Also, wenn du die Übersetzung auf Deutsch stellst, dann passt's ja. Ja, wobei passt eigentlich nicht, weil bei den Anku-Waffen ist es auch auf Deutsch so. Aber spätestens beim FEC würdest du damit sowieso nicht mehr weit kommen. Weil wenn du auf dem FEC die Leute fragst, hast du einen Staff of Hernes, dann fragen die dich auch schon so, hä? Bist du irgendwie dumm oder so? Weil es gibt keinen Staff of Hernes auf Englisch. Der heißt halt Conch Staff. Stave. Oder whatever. Das gibt's da halt nicht. Das ist schon ziemlich dämlich. Das nervt mich auch schon seit 2 Jahren, aber es ist halt so. Die deutsche Übersetzung hatte da eine viel bessere Logik. Und es war ja nicht mal auf Deutsch. Es war ja nicht mal Deutsch. Das ist das Traurige dran. Die deutsche Version ist ja trotzdem Englisch. Das ist ja sowieso so ein unlogischer Kackmist. Wenn du sagst deutsche Version, redest du ja trotzdem von der englischen Sprache. Nur halt anderes Englisch. Einfach nur crazy. Und ich meine, gut, es ist schon logisch, dass sie sich jetzt nicht an der deutschen Version für Flive Universe orientieren. Das wäre für jeden eine Umstellung, also für uns. Aber, wie gesagt, also allein schon beim... Also ich meine, ich weiß gar nicht, also wenn du jetzt noch nie Flive gespielt hast, woher zum Teufel sollst du wissen, dass die Anku-Axt oder die Axt aus dem Anku-Dungeon... Also ich meine, klar, du siehst es irgendwann zwangsläufig. Aber theoretisch, woher zum Teufel sollst du wissen, dass die Harbinger heißt? Oder, also die 2&X. Oder Butcher's Carnage. Woher zum Geier sollst du das wissen? Und mit einer AG-Waffe reicht schon, wenn du ein einziges Mal liest, Legendary Golden. Und dann weißt du, okay, ja gut, die heißen Legendary Golden. Das heißt, wenn ich ein RM bin, suche ich nach einem Legendary Golden Stick. Wenn ich ein Blade bin, suche ich nach einem Legendary Golden Axt und so weiter. Ich meine, das ist ja einfach nur 2 Sekunden drüber nachdenken, dann weißt du, wie deine Waffe heißt. Aber wenn die alle einen eigenen Namen haben, dann woher zum Teufel sollst du wissen, wie die heißen? Das ist ja unmöglich, das zu wissen. Also ohne, dass du jemanden fragst, ohne, dass du es zufällig siehst. Oder halt, wie gesagt, irgendwie die Filter so einstellst, dass halt einfach diese High-Level-Waffen kommen und dann wirst du schon irgendwie rausfinden. Oder übers Wiki oder so. Aber, wie gesagt, das ist schon ziemlicher Bockmist eigentlich. Könnte man jetzt sagen, ist nicht wirklich anfängerfreundlich, aber gut, in dem Fall ist es ausnahmsweise so, dass für Anfänger ist das ja irrelevant. Also bis du den Punkt erreicht hast, wo das für dich relevant ist,
bist du ja kein Anfänger mehr. Trotzdem ist es dämlich, davon mal abgesehen. Also vor allem ist es halt einfach unlogisch. Abyss findet man bei Shopsuche auch nicht. Ach so, ja, die Hernes-Waffen heißen auf Deutsch schon Hernes. Auf Englisch heißen sie nicht so. Bei Lusaka Crystal ist es so, dass sie auf Englisch und Deutsch eigentlich gleich heißen. Naja, also ergibt überhaupt keinen Sinn. Das war ja das, was ich gerade meinte. Also bei den Hernes-Waffen ist es schon noch so, dass sie auf Deutsch, wie gesagt, wie AG benannt wurden, also alle mit Off Hernes. Aber bei den Anko-Waffen gibt es gar nicht mehr. Weil die Anko-Waffen hießen halt auf Deutsch Behemoth und da es ja einen Behemoth gar nicht mehr gibt, der heißt jetzt ja überall Anko, heißen die Waffen jetzt auch überall so. Ich weiß auch nicht, wie es in anderen Sprachen ist, keine Ahnung. Ich denke mal, es ist in jeder Sprache ziemlich bescheuert, außer in Englisch. Also zumindest in Französisch bin ich mit... Also die französische Übersetzung ist komplett geisteskrank. Ich war ein paar Mal auf dem französischen Server in Flive PC. Die französische Übersetzung ist... Die ist komplett crazy. Also ich schätze, bei anderen Sprachen ist es mindestens genauso schlimm.